Für wen genau ist eigentlich wirklich Delta 42? Ja? Oder beziehungsweise welchen Benefit liefert ihr da? Ja? Was steckt da wirklich dahinter? Warum wirklich Delta 42? Weil es gibt ja andere Dashboard-Lösungen auch, die gewisse Sachen versprechen oder sagen, da gibt es die Lösung, da gibt es die Lösung. Aber warum genau sollte man sich jetzt als Online-Shop-Betreiber, sei es jetzt der kleine oder der größere, ja, wirklich für Delta 42 entscheiden? Was steckt da dahinter? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen heute bei einem neuen Videocast bzw. Podcast. Und zwar, ich darf heute die liebe Svenja von Delta 42 und der PTS Group willkommen heißen. Warum machen wir das heute? Nur ganz kurz für euch als Information, Delta 42, vielleicht habt ihr es auch in Bezug bei mir im Profil schon gesehen, ist eine geniale E-Commerce-Lösung, eine All-in-One-Dashboard-Lösung, wo ihr alles anbinden könnt, was ihr braucht für eure KPIs und eure Entscheidungen. Ich möchte aber jetzt noch ganz kurz bitten, liebe Svenja, bitte stell dich ganz kurz vor, wofür stehst du, was magst du genau? Und dann gehen wir dann gleich natürlich ins Detail rein. Ja, vielen Dank, Engin. Ja, genau, ich bin Svenja. Ich habe bei Delta 42 das Community Management soweit übernommen. Ganz kurz und knapp, also alles, womit wir nach außen kommunizieren, wo wir mit unseren Usern kommunizieren. Wahrscheinlich stecke ich dahinter in Doppelfunktion mit unserem Matthäus. Genau. Ja, super. Freut mich, sag mal, Matthäus, ganz kurz, Shoutout zu Matthäus Sobczynski. Schwieriger Name. Ja, so, ein Zungenbrecher jetzt mittlerweile. Nein, also kurze Shoutout auch an ihn, der war ja sehr oft jetzt mit Delta 42 in Verbindung, der ist natürlich einer der Heads davon, das ist klar, die Svenja gehört zum Team dazu, es gibt natürlich ein Riesenteam da dahinter. Es gibt da Informationen, ihr werdet alles noch im Detail auch noch erfahren. Ja? Ich möchte gleich mit einer der ersten Fragen beginnen, weil ich habe ja schon mal kurz wie soll ich jetzt am besten sagen, angedeutet, beziehungsweise in Bezug auf Delta 42 in Verbindung mit dem Namen, mit Delta und mit 42, die Zusammensetzung, da kommt noch was, ja, ich habe es noch nicht geoutet. Für wen genau ist eigentlich wirklich Delta 42? Ja? Oder beziehungsweise welchen Benefit liefert ihr da? Ja? Was steckt da wirklich dahinter? Genau, für wen ist Delta 42? Ja, gute Frage. Bei unserem Aufbau, also bei Stunde 0, haben wir dann so überlegt, wen gibt es denn da so und haben uns zwei konkrete Buyer-Personen aufgebaut. Die wirklich ganz in verschiedene Richtungen gehen. Das hatten wir viel diskutiert und viel hin und her überlegt, wie das zusammenpasst, aber wir sind der Meinung, es passt zusammen. Das heißt, wir haben einmal, ich sage mal liebevoll, den Nerd, der sich mit dem Zahlenwerk auskennt, mit der E-Commerce-Szene auskennt, der weiß, wo was wie gemacht werden muss, damit es funktioniert. Dessen Alltag sieht meistens so aus, der checkt morgens seine Zahlen. Der checkt verschiedenste Dashboard-Lösungen, überträgt die Daten meistens in Excel-Listen und checkt, was geht, macht seine neuesten Forecasts, spielt an verschiedenen Stellschrauben und genau. Also den interessiert quasi die Technik des Dashboards, das muss funktionieren, die Logik muss funktionieren, Punkt. Und dann haben wir uns noch die andere Ecke angeschaut, die Mutti, die vielleicht gerne einen kleinen Online-Shop aufmachen möchte mit ihren handgestrickten Mützen oder selbstgestalteten T-Shirts, whatever. Es gibt viele Leute, die in dem Bereich sich so was Kleines, Eigenes aufbauen wollen, nebenbei vielleicht neben der Kinderbetreuung und die da einfach sagen, ich bin nicht der Nerd, ich habe weder Zeit oder auch Lust, mich in dieses ganze Online-Marketing, in diese ganzen vielen Zahlenthemen einzuarbeiten. Aber ich brauche eine schnelle, günstige Lösung, die mir hilft, das zu sehen, was ich brauche. Aber auch den Hintergrund an Wissen, wie ich das mache und was das für mich bedeutet. Das ist jetzt bei der zweiten Buyer-Persona für uns ganz wichtig. Das kommt noch, dass wir eine Plattform aufbauen, die zum einen natürlich zum Austausch anregen soll, aber auch eine Self-Learning-Funktion hat. Das heißt, ich kann mir Tutorials anschauen, ich kann auch mal einfach eine Frage stellen, ich kann einfach in den offenen Austausch gehen, weil wir sind der Meinung, offene Fragen stellen, offenen Austausch, das ist das, was uns immer am meisten weiterhilft.
Warum soll ich nicht aus den Fehlern anderer lernen? Warum soll ich nicht mich daran steigern und auch das Wissen einfach teilen? Das hilft am Ende allen. Das ist ja die Verbindung dann zur Community. Ja, also das ist ja ein Riesenthema der Community. Wir wissen, ich habe es ja auch schon miterlebt. Ich war auch vor dem Launch schon drinnen im Dashboard. Ich habe es mir live angesehen, auch mit der Roadmap und auch, wie man da alles mit einbinden kann, wenn man einen Wunsch hat, wenn man Verbesserungsvorschläge hat und. Und das ist ja eigentlich das, was ja extrem entscheidend ist, meiner Meinung nach auch, also die Verbindung direkt zum Endverbraucher, der jetzt wirklich hinterm Schirm sitzt und der eure Lösung anwendet und nicht nur diejenigen, die es implementieren wollen in ihrem Unternehmen. Und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr gut, denn es gibt ja interessante Unterschiede, was die Meinungen diesbezüglich betrifft. Ich bin der Meinung, das ist der beste Weg, den man fahren kann. Vor allem, weil man dadurch die Kommunikationslücken schließt und ihr dadurch ja das ermöglicht, dass die Lösung Delta42 dementsprechend sich in diese Richtung entwickelt, was auch die Community möchte. Und da stellt sich aber eine ganz, ganz große Frage und wir wissen, dass wir kennen Simon Sinek, jeder kennt halt das ganze System mit YH Water dahinter. Warum wirklich Delta42? Weil es gibt ja andere Dashboard-Lösungen auch, die gewisse Sachen versprechen oder sagen, da gibt es die Lösung, da gibt es die Lösung. Aber warum genau sollte man sich jetzt als Online-Shop-Betreiber, sei es jetzt der kleine oder der größere, ja, wirklich für Delta42 entscheiden? Was steckt da dahinter? Ist genau wie du sagst, also diese community-getriebene Weiterentwicklung, und zwar ständige Weiterentwicklung von Delta42. Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Es ist eine mega Reise. Das merken wir von Tag zu Tag mehr, wie viel es da zu tun gibt, auch wie man das vielleicht dann mal falsch einschätzt, wie die Entwicklungsschritte aussehen oder auch was wirklich gewünscht ist. Genau deshalb ist das Roadmap-Feature, wo die User ihre Kommentare abgeben, die können das upvoten oder kommentieren. Und wir schauen da wirklich andauernd rein und nehmen das in jeder Sprintplanung wieder mit auf. Es ist also wirklich, wirklich wichtig, das auch transparent darzustellen. Und das ist auch, was unserer Meinung nach den Unterschied dann ausmacht. Nutzer sagt, was ihm fehlt. Der äußert seinen Pain ganz klar und wir reagieren drauf. Also es ist nicht immer dieses, wir überlegen uns was gut sein könnte, sondern wir wollen wirklich den Pain haben und dann wirklich das Pflaster konkret draufkleben können. Das, wo ja da ein Unterschied ist, das, was ja ich auch kenne, und das ist ja auch ein Bereich, den ich ja gesehen habe und auch mir angesehen habe, das, wo ich mir denke, was da vielleicht auch noch eine Riesenrolle spielt, der Nutzer hat die Möglichkeit, ja, er gibt das jetzt rein, während er das löst. Also sagt, okay, mir ist das und das aufgefallen, es wäre cool, wenn man das und das noch hätte. Das ist das eine. Aber das, was ich sehr interessant finde, ihr gibt ja die Möglichkeit, dass er dadurch ja die Kommunikation auch direkt zum Entwickler hat. Weil der Entwickler sieht er das und nicht nur ihr jetzt als diejenigen, die, ich weiß nicht, wie eine Branding-Schiene nach außen treten ist und sagen, ja, Delta42, wir sind das, ja, richtig geil. Okay, dann gibt es jetzt die zwei Bereiche, aber ihr habt genau den Mittelbereich auch mit eingebunden, wo ich mir denke, das ist ein sehr interessanter Aspekt, der da mit Sicherheit die Kommunikationslücken noch umso besser schließt, da der Entwickler selbst den Endverbraucher kennenlernt. Und das finde ich wirklich interessant und richtig genial. Also, was ich da jetzt noch sehr interessant finden würde, ja, was muss jetzt wirklich jemand, der entweder ein größeres E-Commerce-Business hat oder jemand, der einen kleinen Online-Shop hat, egal mit welchen Tools ist da dahinter, ja, da kann man sich einen ganzen Tag darüber austauschen. Was muss er machen, damit er wirklich Delta42 nutzen kann bei euch? Also rein vom Account anlegen her ist es, es ist, wie sage ich es am besten, der Fokus über allem war so ein bisschen das Ganze intuitiv zu gestalten, die Komplexität, die dahinter steckt, rauszunehmen. Also die ist natürlich noch da, aber da braucht sich der User nicht drum kümmern. So. Das heißt, man unter delta42.io kann man sich ein bisschen was durchlesen. Wenn es einem gefällt, kann man sich natürlich kostenlos für die 14 Tage Free Trial anmelden und dann wird man richtig easy durchgeführt durch den Wizard. Wir brauchen natürlich ein paar Daten, also sprich im ersten Schritt müssen die Shops angebunden werden. Kann ich aber auch, also ich klicke drauf und es wird mir direkt gezeigt, was brauchen wir hier für Daten. Beispielsweise die Shopify URL wird benötigt,
gelangt man schnell drauf. Bei Amazon ist es so, dass wir den Händler-Token brauchen. Jeder, der aber einen Amazon-Shop hat, kennt sich damit aus. Das finde ich im Seller Central, oder wenn nicht, dann stehen wir auch immer bereit, diese Fragen zu beantworten. Was brauche ich? Es ist aber wirklich alles kein Hexenwerk. Es ist genauso einfach wie einen Facebook-Account anzulegen oder eine Instagram-Story zu posten. Das ist alles keine Rocket Science. Und sollte es aber da tatsächlich zu Problemen kommen, sind wir auch immer im Support da. Ja, du hast es ja schon erwähnt, du hast ja schon ein paar Tools bzw. Shops genannt, die man da anbinden kann. Ich denke, das darf man sehr groß hervorheben. Ihr seid derjenige, der Amazon Shops die Möglichkeit bietet, diese in die Dashboard-Lösung zu implementieren. Ja. Und Amazon Shops in eine Lösung zu implementieren, ich kenne keine andere Dashboard-Lösung. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja, es ist ja mittlerweile offiziell gelauncht, alles. Man darf es ja kommunizieren. Es ist so, ihr habt die Möglichkeit, man weiß ja sowieso nicht, wo sich jetzt die ganze Szene hinentwickelt. Ja, das kann man jetzt schwer einschätzen. Aber es ist dennoch die E-Commerce-Schiene. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Das ist ein Horror. Die gesamte E-Commerce-Schiene entwickelt sich ja dennoch weiter und man weiß, es funktioniert nach wie vor, ja, mit gewissen Änderungen. Und von daher denke ich, ist es dennoch genial, das hervorzuheben, Amazon-Shops mit einzubinden, nicht nur Shopify oder WooCommerce und das, was ja eigentlich sehr gängig ist. Aber Amazon-Shops, die ja immer mehr werden, sind da sicher sehr genial, dass man weiß, die kann man damit anbinden. Also dann hast du wirklich alles, was du möchtest, an einem Ort. Ja, ein Punkt möchte ich noch, und dann lasse ich dich, lasse ich dich wirklich los. Ich würde jetzt wirklich sagen, also das Thema der Community, dass wir das kurz nochmals aufgreifen, ja, weil ich denke, das ist wirklich der Trigger schlechthin, dass ihr die gesamte Community und die Leute, die interessiert am E-Commerce sind und am Online-Shop-Handel, dass ihr sie ja richtig abholen möchtet und dort abholt, wo ist deren Pain gerade und. Kann man da sagen, wo sich das gesamte Community Management vielleicht in Zukunft noch hinentwickelt oder gibt es Bereiche neben der Roadmap, die da noch mit reinfallen? Wo es sich hinentwickelt, hängt natürlich selber auch von der Community ab, ganz klar. Unsere Wunschvorstellung ist tatsächlich, innerhalb der Dashboard-Lösung so eine kleine Plattform bereitzustellen, die einen Forumbereich hat oder eine Chat-Funktion hat, aber eben auch ein direktes einen direkten Learning-Pool angebunden hat. Zum einen, dass man da einfach die verschiedenen Community-Member zusammenbringt. Vielleicht hat jemand mal eine kurze Frage, der andere kann schnell darauf antworten oder ansonsten nehmen wir eine Moderation das gerne dann auf. Das ist so unsere Zielvorstellung aktuell. Da soll es hingehen. Ansonsten haben wir natürlich das Roadmap-Feature. Genau, ja. Also weil du das ja erst angesprochen hast, die E-Learning-Schiene, finde ich, ist ein sehr interessanter Bereich, also wo ihr wirklich denjenigen auch die Möglichkeit bietet, die jetzt noch nicht so lange vielleicht in dieser Szene unterwegs sind, auch hier aktiv mitzulernen. Weil E-Learning wird ja jetzt mit Sicherheit ein Riesenthema werden, auch in Zukunft. Ja, also cool, dass wir das nochmal kurz aufgegriffen haben, weil ich denke, dass den Punkt E-Learning darf man da nicht außer Acht lassen. Das ist sicher ein Riesenaspekt, riesengenialer Bereich bei euch. Und es folgen ja noch andere Futures. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Es kommt ja noch was dazu. Und ja, ich möchte ja mal auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen für Delta42, was da dahinter steckt. Und ja, gibt es noch Punkte, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch erwähnen, was in Bezug auf Delta42 ist? Schaut vorbei, schaut euch die Homepage an, schaut euch die LinkedIn-Seite an und wir freuen uns tierisch über Feedback, egal in welcher Richtung, einfach den Austausch zu gestalten und da die Leute, die es tangiert, dass wir da einfach in einen offenen Austausch kommen. Da freuen wir uns drüber. Super. Eins möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Hey Leute, einfach anmelden, Mail hinterlassen, keine Zahlungsinformation, gar nichts. Testet es mal für 2 Wochen, ohne dass ihr irgendwelche Risiken dabei habt. Schaut es euch an, ihr habt nichts zu verlieren. Und Dankeschön nochmals, liebe Svenja. Danke an euch alle, die hier zugehört haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bei Fragen, ab in die Kommentare. Bis dann. Tschüss und Baba.